Moin zusammen und herzlich willkommen zum dritten Video unserer Videoreihe Lagos Evolution. Falls ihr jetzt erst dazu gestoßen seid und die ersten Teile der Videoreihe verpasst habt, findet ihr die jeweiligen Links in der Videobeschreibung oder über den im Video eingeblendeten Link zu unserer Playlist. In diesem Video zeigen wir euch, wie wir unseren Charakter zu einem High Poly Mesh ausarbeiten und diesen mit Details versehen. Außerdem erklären wir euch, was eine Normal Map ist. Hier haben wir eine Plane, flach und ohne jegliches Detail. Auf einer zweiten Ebene haben wir ein paar Detail-Meshes platziert. Da wären 2 Ringe, 2 mechanische Teile, whatever, ein Zylinder, ein paar Bretter mit Schrauben und eine Zunge. Zusammen ergeben sie ein etwas unnatürliches Gesicht. Bei diesen Detail Meshes handelt es sich um echte Geometrie, welche auch echte Schatten wirft. Unser Ziel ist es, diese Teile auf die Low Poly Plane zu übertragen, ohne die Fläche weiter unterteilen zu müssen. Dafür gibt es das sogenannte Normal Map Baking. Für diesen Arbeitsschritt stehen unterschiedliche Tools zur Auswahl. Wir nutzen für dieses Basics Video ein in Maya integriertes Tool. Generell ist aber zu empfehlen, diesen Vorgang in einem speziell dafür ausgelegten Programm zu erledigen. Als Ziel wird das Low Poly Mesh, in diesem Fall die Plane, angegeben und als Quelle die Detail Meshes, also all das, was wir auf die Fläche übertragen wollen. Nach einem Klick auf den Button Bake und einer kurzen Wartezeit ist die Textur fertig generiert. Wenn man jetzt die Detail Meshes ausblendet, kann man sehen, dass diese wunderbar per Textur auf die Plane übertragen wurden. Schaut man allerdings von der Seite auf die Plane, erkennt man deutlich, dass es sich dabei nicht wirklich um echte Geometrie handelt, sondern um eine spezielle Textur, die diesen dreidimensionalen Effekt vortäuscht. Wenn man ein Licht in die Szene zieht und dieses hin und her bewegt, kann man sehen, dass die Textur sogar den Schattenwurf simuliert. Diese Textur wird Normal Map genannt und so sieht eine Normal Map aus. Und jetzt geht es los mit dem High Poly Sculpting unseres Lagos Characters. Hierfür nutzen wir die Software ZBrush von Pixologic. Nachdem die Low Poly Meshes in ZBrush importiert wurden, kann man sich die spätere Arbeit dadurch erleichtern, indem man die Geometrie in sogenannte Polygruppen aufteilt. Polygruppen dienen als dauerhafte Maskierungen einzelner Teilbereiche, wodurch die spätere Auswahl dieser enorm vereinfacht wird. Sculpting ist in etwa vergleichbar mit dem Arbeiten mit Knete oder Ton. Es bietet sich an, hierfür mit einem Grafiktablet zu arbeiten. Dadurch sind einige Funktionen deutlich angenehmer und genauer ausführbar. Euch ist sicher auch schon mal aufgefallen, dass sich die Wahrnehmung eines Gesichts stark verändern kann, wenn sich jemand eine neue Frisur schneiden lässt. Genau aus diesem Grund fängt auch unser 3D-Artist damit an, die Haare auszuarbeiten. Direkt im Anschluss fängt unser Artist damit an, die Details im Gesicht auszuarbeiten. Dafür stehen ihm einige unterschiedliche Modellierungswerkzeuge in Form von sogenannten Brushes zur Verfügung.
Da ZBrush kein wirkliches 3D-Programm ist, sondern ein 2,5D-Programm, welches nicht wirklich die Geometrie darstellt, sondern immer nur ein aus der aktuellen Perspektive gerendertes Bild, lassen sich die Modelle enorm hoch unterteilen, ohne dass es zu starken Performance-Einbrüchen kommt. Die importierten Low-Poly-Meshes werden stufenweise immer weiter unterteilt, sodass es möglich wird, die gewünschten Details immer weiter und genauer auszuarbeiten. Gleichzeitig ist es möglich, immer wieder zwischen den unterschiedlichen Detailstufen hoch und runter zu schalten. Außerdem erkennt man an dieser Stelle deutlich, wie wichtig es ist, Polygruppen zu erstellen. Sie ermöglichen dem Artist das Ein- und Ausblenden einzelner Teilbereiche, wodurch es deutlich einfacher ist, beispielsweise die Rüstung vom Körper zu trennen. So kann nun eine schön scharfe Kante ausgearbeitet werden, ohne dass Teile der Haut davon beeinflusst werden. Der Rest des Sculpting-Prozesses ist relativ selbsterklärend. Daher lassen wir den übrigen Teil dieses Prozesses ohne Kommentare weiterlaufen und ihr könnt die von unserem Composer erstellte Musik auf euch wirken lassen.
Ende dieses Abschnittes sollte man dann, wenn alles gut gegangen ist, ein fertiges High Poly Mesh haben. Dieses bekommt man so natürlich nicht in die Game Engine. Und es lässt sich auch nicht wirklich animieren. Deshalb greift die 3D-Branche an dieser Stelle auf einen Trick zurück, nämlich das am Anfang des Videos vorgestellte Normal Map Baking. Es ist wichtig, dass sich die Silhouette zwischen Low Poly und High Poly Variante nicht zu stark unterscheidet, da sonst Fehler in der Normal Map entstehen. Ist dies doch der Fall, dann muss das Low Poly Mesh auf jeden Fall nochmal überarbeitet werden. Haare und Flügel sollen später eventuell austauschbar sein. Daher werden sie als einzelne Objekte behandelt und auch separat gebaked. Dadurch bleibt mehr Platz für Details. Wie anfangs im Basics-Video erklärt, werden nun die Details der High Poly Meshes anhand der dazugehörigen Low Poly Meshes auf eine dementsprechende Normal Map umgerechnet. Wir nutzen für diesen Vorgang das Tool XNormal. Um gute und fehlerfreie Normal Maps zu erhalten, muss der Artist die Voraussetzungen und Ansprüche der jeweiligen Tools ganz genau kennen und beherrschen. Und hier seht ihr unseren Lagos Character in der Low Poly Variante mit gebakten Normal Maps. Wir hoffen, dass euch unser drittes Video gefallen hat und dass ihr auch bei unserer nächsten Episode vorbeischaut. Dort kümmern wir uns dann um die finale Texturierung unseres Lagos Characters. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht zu subscriben und wenn ihr mehr über Sinside Dear Games erfahren wollt, schaut doch auch auf unseren Social Media Sites vorbei, die Links findet ihr in der Beschreibung.